Ob ich jetzt Beine habe oder nicht, es ist ja eigentlich relativ egal. Also wenn ich es will, dann kriege ich das schon hin. Ich bin Julia Porzelt, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Prien am Chiemsee. Ich bin ohne Beine auf die Welt gekommen, also ich habe auch keine Knie und Unterschenkel oder Füße. Das wusste man auch vor meiner Geburt nicht. Ich bin gelernte Industriekauffrau, arbeite aktuell an einer Frühförderstelle. Es ist eine Praxis im Endeffekt, wo Kinder hinkommen, die jegliche Art von Förderbedarf haben. Ich habe mit, wie alt war ich dann, circa 1,5, meine ersten Prothesen bekommen. Ich habe an jeder Hand nur 3 Finger. Die wurden auch operativ hergestellt, weil das waren auch bei meiner Geburt Löffelhände, also es war zusammengewachsen. Im Kindergarten war ich wie jedes andere Kind und auch dann in der Grundschule, aber irgendwann ist mir natürlich auch aufgefallen, dass irgendwie was anders ist bei mir. Aber ich habe immer alles versucht und mich jetzt eigentlich nicht dadurch arg einschränken lassen. Ich finde es eher dann kompliziert und ich mir denke, okay, wenn man jetzt 2 Beine hat, die muss man dann komplett steuern und so. Also keine Ahnung, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und von dem her fühle ich mich so, wie ich bin, normal. Ich habe mich tatsächlich so in meiner Realschulzeit am meisten anders gefühlt. Ich war nie das Mädchen, das irgendwer haben wollte oder so. Also, dass die anderen dann einen Partner hatten und einen Freund und ich hatte halt eigentlich da keinen und das war für mich definitiv so das Schwierigste. Ja. Ich kann es schwer beschreiben, wie es Gefühl ist, auf 2 Prothesen zu laufen, weil ich es ja nicht anders kenne, aber die sind Mikroprozessor gesteuert und erkennen so ein bisschen, was ich machen will. Und man kann sie schön machen, also das gefällt mir schon. Ja. Und das ist dann auch wie so ein kleines Accessoire. Ich habe durch die Hippotherapie zum Reiten gefunden. Also Hippotherapie ist Physiotherapie auf dem Pferd im Endeffekt. Und irgendwann hat sich dann von der sporttherapeutischen Richtung eher in die leistungssportmäßige Richtung entwickelt. Und dann ist meine Turnierkarriere sozusagen losgegangen. Also meine Verbindung zu meinem Pony, also zu Dainty, ist super. Für mich fühlt sich Reiten eigentlich total schön an. Man spürt die Kraft, die vom Pferd ausgeht. Auf sie kann ich mich einfach immer verlassen. Damit ich auf dem Pferd sicher sitzen kann und reiten kann, habe ich einen Spezialsattel. Zusätzlich dazu habe ich 2 Gärten und am meisten freut es mich halt, wenn ich auf dem Turnier starte, ich meistens die einzige Starterin mit dem Handicap bin, wenn ich dann genauso gut oder besser wie die anderen bin. Ja, und das gibt dann einem schon ein schönes Gefühl und dann macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt Beine habe oder nicht. Solange ich oben bleibe, passt alles sozusagen. Mit Bruno bin ich auch schon auf der Deutschen Meisterschaft platziert und auch international. Ich mache mir da nicht so viel draus, ich freue mich dann einfach nur, wenn es gut ist sozusagen. Es sagen immer alle, sie wollen bei den Paralympics starten. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es mein Riesenziel ist, aber bestimmt noch ein Punkt auf meiner Laufbahn. Meine Motivation, Mut oder dass ich nicht aufgebe, kommt definitiv auch so ein bisschen von meinen Eltern, also wie sie mich erzogen haben. Ich habe von Anfang an gelernt, dass das Aufgeben eigentlich so gar nicht als zur Debatte steht. Wenn ich irgendwie hingefallen bin, wurde erstmal immer abgewartet, okay, kann sie wieder von selber aufstehen oder braucht sie wirklich Hilfe? Meistens habe ich es dann selber geschafft. Ich mache das toll. Ich bin besonders stolz, wenn ich an die Julia denke, weil sie das erstens mit den Prothesen sehr gut macht und natürlich auf den Turnieren, wenn sie da Erfolge gehabt hat, die bayerische Meisterschaft, da ist mein Herz so richtig aufgegangen und da bin ich glücklich darüber. An meiner Mama bewundere ich, dass sie mir eigentlich bei allem, was ich mir so eingebildet habe, dass sie mich da schon auch unterstützt hat, weil sie muss da schon auch ein großes Vertrauen in mich gehabt haben, dass ich das jetzt schon so hinkriege. Wenn ich einen schlechten Tag habe, schlecht drauf bin oder gestresst bin, dann gehe ich wahnsinnig gerne laufen. Sport motiviert auch immer ein bisschen und man ist dann immer besser drauf danach. Mich macht es traurig, wenn man von außerhalb eingeschränkt wird. Wenn mir jemand irgendwas nicht zutraut oder wenn mir jemand sagt, hey, das kannst du, glaube ich, nicht, dann bin ich eher so der Typ, dann gerade erst recht. Am liebsten ist mir, wenn die Leute einfach ganz normal mit mir umgehen und mich fragen oder halt nicht, aber nicht so komisch werden. Ich weiß nicht, ob man das so, versteht. Ich mag es gar nicht zu sagen, sorry, das geht jetzt nicht, weil das kann ich nicht. Wenn ich es will, dann kriege ich das schon hin. Für mich bedeutet meine Eigenständigkeit einfach auch Freiheit. Ich möchte halt nicht irgendwo hinterher sein oder in irgendwas nachstehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt.
Ich würde mich selber definitiv als ehrgeizig beschreiben. Schon allein, was ich sportlich schon für Erfolge habe, auch in der Reiterei und so. Wo jeder immer gesagt hat, mit dem Pony, das wird eh nichts, weil sie ist einfach zu klein. Ob ich jetzt Beine habe oder nicht, es ist ja eigentlich relativ egal. Also meine Freundinnen vergessen das immer. Und genau das ist halt das, was so drauf ankommt, sage ich jetzt mal. Das Handicap ist da und man muss mir mal helfen, man muss auf mich aufpassen hin und wieder. Aber es macht mich ja nicht nur aus. Also das gehört halt dazu. Ich bin besonders dankbar für mein Umfeld, für meine Freunde, für meine Familie, für die Leute, die mich sonst unterstützen und auch für meine Tiere, dass ich das alles so machen kann, wie ich mir das wünsche. Von mir kann die Welt lernen, dass man immer ein Lächeln auf hat, dass man aus seiner Situation immer das Beste und das Positivste suchen sollte und dass man immer das Beste daraus machen soll mit dem, was man hat. Es ist oft viel mehr, als man so denkt eigentlich.